Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Video-Workshops zur Zenotenfotografie. Mein Name ist Roland Konrad und ich bin hier in Mexiko auf Yucatan. Zenoten, das war schon früher für die Mayas ein heilig-mystischer Ort. Und auch für uns ist die Stimmung, die wir heute in den Zenoten erleben, immer noch etwas ganz Besonderes. Dies liegt nicht zuletzt an dem Lichtspiel, was uns dort erwartet. Deshalb wird es in diesem Teil darum gehen, uns mit den Lichtverhältnissen in den Halbhöhlen und Zenoten zu befassen. Schauen wir uns zunächst einmal dieses sehr einfach gestaltete Bild von Lichtstrahlen an. Sie treten durch die Wasseroberfläche, werden gebrochen und beleuchten den Boden der Halbhöhle. Hört sich zunächst einmal nicht besonders spektakulär an. Was das Ganze für den Betrachter schon interessanter macht, ist die Tatsache, dass im Wasser einzelne Lichtstrahlen sichtbar zu sein scheinen. Genauer gesagt Lichtbündel, die in einer oder verschiedenen Richtungen laufen. Eine Seherfahrung, die wir aus der normalen Fotografie kaum kennen. Wir sprechen hier von der sichtbaren Direktionalität von Licht. Das gibt es in der Unterwasserfotografie zwar häufiger. In dieser Vielfalt ist das in den Halbhöhlen aber ziemlich einmalig. Noch spannender wird es, wenn sich die Farben der Lichtstrahlen durch Umwelteinflüsse verändert. Die Welt der Höhleneingänge hat da einiges für uns Fotografen parat. Und gerade hier in den Zenoten führt dieses Lichtspiel von Sonne, Wasser und Dschungel zu ganz einzigartigen Stimmungen, die sich hervorragend mit der Kamera einfangen lassen. Die fotografische Hauptdisziplin in Halbhöhlen ist also das Einfangen der Lichtstimmung. Das bedeutet, dass wir mit sehr wenig, häufig sogar gar keinem Kunstlicht arbeiten. Ein riesiger Unterschied zur eigentlichen Höhlenfotografie. Aber was meine ich mit Lichtstimmung? Nun, das Licht in einem Höhleneingang weist gleich mehrere einzigartige Eigenschaften aus. Das Licht hat meist eine besondere Färbung. Bläulich, grünlich, rötlich, orange, bräunlich, all das ist durchaus Licht. Je nachdem, welche organischen oder anorganischen Substanzen im Wasser gelöst sind. Färbung allein ist aber noch nicht das Besondere. Das Licht ist auch besonders weich. Durch die gelösten Partikel, die Bewegung an der Oberfläche und die Verschattungen an Wänden und Steinen wird das Licht stark gestreut und wirkt dadurch sehr soft. Die Lichtintensität ist meist super abwechslungsreich. Blätterwerk vor dem Höhleneingang, Laub und Kalzite an der Oberfläche, mögliche Wellenbewegung und auch Wasserpflanzen und Steinformationen unter Wasser, all das führt zu veränderlichen Bereichen von hellerem und dunklerem Licht. Da Tageslicht vom Sonnenstand abhängt, ist die erste Überlegung immer die nach der passenden Tageszeit. Eine pauschale Antwort darauf gibt es nicht. Die Lichtausbeute hängt erheblich von der natürlichen Gegebenheit des Höhlenzugangs ab. Geht dieser senkrecht in die Tiefe, ist der Lichteinfall am größten, wenn die Sonne im Zenit steht. Weist der Höhleneingang aber in eine bestimmte Himmelsrichtung, sollte die Sonne auch dort stehen, wenn du deine Aufnahmen machen möchtest. Auf der Nordhalbkugel, also am Morgens im Osten, mittags im Süden und abends im Westen. Wirklich schwierig wird es natürlich, wenn der Höhleneingang in Richtung Norden zeigt. Gerade hier im Dschungel werfen natürlich Bäume, Hügel und Felsen ihren Schatten. Die beste Lösung ist also, einen ortskundigen Guide zu fragen. Mit etwas Glück erwischt man einen, der für das Anliegen von uns Fotografen Verständnis hat. Nochmals, in der Höhlenfotografie interessiert die Tageszeit überhaupt nicht. Dort ist es schon per Definition immer dunkel. Mag das Licht auch eine noch so geile Stimmung erzeugen. Eines ist es meistens nicht: viel. Du musst also aus recht schwachen Lichtverhältnissen das Beste herausholen. Bevor du jetzt aber einfach die ISO an deiner Kamera heraufdrehst oder die Blende möglichst weit aufreißt, erstmal ein paar grundsätzliche Gedanken. Wo findest du am Höhleneingang das meiste Licht? Ganz richtig, an der Wasseroberfläche. Wo also solltest du sein? Na, überall, nur nicht dort. Es gilt hier das Gleiche wie in der Landschafts- und Reisefotografie.
Fotografen sind ziemlich lichtscheue Gestalten. Sie wandeln im Schatten und schießen in die Helligkeit, nicht umgekehrt. Du musst dir also einen Platz suchen, an dem du möglichst viel vom Höhleneingang sehen kannst. Dies ist einer der ganz wenigen Fällen, in denen der Grundsatz näher ran keine Bedeutung hat. Fast könnte man sagen, weiter weg ist hier die bessere Devise. Das hat natürlich Grenzen. Nicht jeder Höhleneingang ist so aufgebaut, dass er von einer Stelle aus einsehbar ist. Und selbst wenn, werde ich nicht müde zu betonen, dass du keinesfalls in die Bereiche der Höhle vordringen darfst, für die deine Ausbildung, deine Vorbereitung oder deine Ausrüstung nicht ausreicht.